Es geht noch mehr. Eigentlich wollten wir die Bacher ja schon lange verlassen. Aber einen Umweg machen wir noch. Denn was uns erwartet, erleben wir vermutlich nur einmal in unserem Leben. Nur, dass wir uns kurz darauf mal wieder in einer Werkstatt wiederfinden. Ach, diese Werkstatt-Tage, Stunden, das ist immer so... Guten Morgen. Morgen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Ja. Ja, es ist richtig früh in der Früh. Es ist früh in der Früh. Es ist früh in der Früh und man merkt, wir sind noch nicht so fit. Nee. Ja, wir haben auch hier in der Nähe vom Hafen übernachtet, denn heute haben wir was richtig Cooles vor. Und ich wette, das macht das frühe Aufstehen auch wert. Ja. Also machen wir uns fertig und dann geht's gleich los. Ein Morgen, die springen hier überall rundherum ums Boot und es ist ein riesen Schwarm von Mobulas, die hier einfach im Sonnenaufgangslicht rumspringen. Das ist faszinierend. Oh, man merkt, dass die Sonne langsam schön wärmt. Oh, das tut so gut. Aber mir fällt ein, wir sollten uns vielleicht auch eincremen irgendwann. Ja. Dürfen wir nicht vergessen. Ja. Aber es ist... Also so wie der Morgen gestartet ist, ich kann es immer noch nicht fassen. Und die Delfine auch. Die Delfine und die Mobulas, wie sie überall rundherum gesprungen sind. Das und der Babywal. Ja, genau, stimmt. Wir haben unterwegs noch einen Babywal gesehen. Hast du ihn aufgenommen? Nee. Ah, ja. Der war süß. Und wir sind erstmal eine Stunde unterwegs. Und es kommen noch 6 weitere Stunden. Also es wird ein richtig toller Tag. Das sind Fische, oder? Ja. Das heißt, ist irgendwas drunter, was die jagen, oder? Boah. Jetzt ist voll die Action drin gewesen. Irgendwie das Ding drauf stürzt so in Erinnerung. Ich hab's Crazy. It is. It is. Wir dachten erst, das wären vielleicht Rückenflossen von Haien oder Delfinen oder so, aber wenn man es genauer anschaut, das sind die 2 Seitenflossen von diesen Mobula-Rochen. Man sieht auch von unten, der Bauch ist ja weiß und der Rücken ist schwarz oder dunkel und das sieht man dann auch in der Nähe, wenn man diese Dinger so anschaut. Die chillen hier einfach, die finden es voll gemütlich. Also das Wasser ist auch total ruhig gerade. Ja, also Haie haben wir heute noch nicht gesehen. Noch nicht. Noch nicht.
Wow. Die Fischer kennen sich hier natürlich sehr gut aus und hier ist eine Art Riff, das heißt sehr viel Leben und deswegen kommen die Fischer hierher, um, ich weiß jetzt nicht mehr welche Arten von Fisch, aber viel Fisch hier zu fischen und sie werfen Sardinen aus, um die Fische an die Oberfläche zu locken und sie dann besser fischen zu können. Und deswegen sieht man auch so viele Pelikane und Vögel, weil ja, die profitieren natürlich auch davon. Ja, ich war wieder mal vergesslich und habe unsere Tasche mit den Badesachen vergessen. Und wie findet Roberto das? Roberto findet das richtig kacke, berechtigterweise. Und es ist natürlich wieder Hannah und Tommy, die uns retten. Ich krieg den Neo oder einen Teil Neo von Hannah. Bei Roberto müssen wir gucken, weil er hat jetzt nicht mal eine Badehose hier. Ich gehe mal nackt baden. Nackt baden, yay! Aber dann weiß ich nicht, ob die Rochen nicht abhauen, Ja. wenn du so weiß leuchtest. Wegen zu wenig Sonne bis jetzt. Ja, aber auf jeden Fall, genau. Der Plan ist, hier mit Rochen zu schwimmen, mit den Mobulas. Und ja, mal sehen, ob das klappt. Vielleicht kriege ich einfach Angst und komme gleich wieder zurück. I would use this bag. Yeah, I know, but like, there's a reason why. Während alle im Wasser sind, versuchen wir sie hier mit dem Boot dahin zu bringen, wo die Mobulas sind. Die sind so schnell, kommen fast nicht nach mit den Flossen nachzuschwimmen. Aber es ist schon eindrücklich, die Mobulas so hier zu sehen. Auch von oben sieht man durchs Wasser, wie sie sich da durchschlängeln. Also es ist richtig cool. Ja, Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. hoffentlich auch. Ja, weil du nicht mit dem Wasser bist. Ja. Also einmal, ich dachte noch, ich bin zu nah, ich will sie nicht verschrecken. Und dann sind die einfach, da ist ein Riesenschwan, einfach unter mir durch. Und ich glaube, da sieht man sie auch auf der GoPro sogar richtig gut. Das eine Mal, das war echt. Also, so oder so ist es interessant, aber ich glaube, jetzt sind die auch langsam weg, die sind richtig schnell. Wow, that was incredible. Yeah? Yeah. Nice, awesome. Yeah.
mein Schnorchel ist auch ein bisschen blöd, weil meine Lippe rutscht immer runter und dann kommt immer Wasser rein. It's almost the same, I would say. Well, it is the same. At this time of year. Wir haben es noch nie mal geschafft, uns umzuziehen. Da hieß es schon, da gibt es Delfine, sind schnell rübergefahren. So nah oder so ein bisschen? Aber ich glaube, die haben nicht so Lust auf Schiffe, die schwimmen immer gleich wieder weg. Na, war das eine geile Tour oder war es keine geile Tour? Eine geile Tour. You had saved the money for the next trip. I didn't sleep almost. And I like to take the mighty synchro and get it out. Wow, was waren das für krasse 7 Stunden. Irgendwie fühlt es sich an wie 3 Stunden, aber trotzdem, wir sind kaputt, als wären wir den ganzen Tag unterwegs gewesen. Einfach Ja, es war mega. richtig schön. Ja. Ich meine, da versteht man auch, wieso die Sea of Cortez als Aquarium der Welt bezeichnet wird. Und ich würde sagen, wir bedanken uns auch nochmal bei Nick. Er hat uns überhaupt die Kontakte gegeben, also alles organisiert und er hat uns alles erklärt und es war mega. Also, ja, er hier in der weißen Mütze. Vielen Dank dafür. Also ich würde sagen, diese Bootstour war ein voller Erfolg. Das war doch Wahnsinn, was wir da alles wieder sehen durften. Ja, das war richtig schön. Ja. Aber man sieht, wir haben uns richtig verbrannt. Obwohl wir uns eingecremt haben. Ja, irgendwie auch eine 50er hat offensichtlich nicht gereicht. Ja. Aber wir sind jetzt auch ganz schön kaputt. Also wir haben jetzt halt alles noch mit Süßwasser abgespült und uns auch abgespült. Und sind im Van und mal gucken, was wir jetzt noch machen. Ich weiß nicht, ob heute noch so viel passiert. Wahrscheinlich nicht, sind alle ziemlich platt. Ja, Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns wieder. Guten Morgen. Mein Gesicht spannt heute früh ganz schön. Ich glaube, ich habe mir wirklich einen voll ausgewachsenen Sonnenbrand zugezogen. Aber ja, das soll einen nicht hindern. Der Morgen ist wieder wunderschön. Und seit wir an so vielen Stränden immer stehen, habe ich ein neues Ritual in der Früh. Ich mache mir in der Früh den Kaffee, während Roberto meistens doch noch im Bett liegt. Und setze mich vorne an den Strand. Und genieße einfach die Morgenruhe. Es ist so richtig, es ist wirklich friedlich.
Morgen auch noch von meiner Seite. Ja, ich habe es auch endlich mal aus dem Bett rausgeschafft. Jessie ist meistens ziemlich früh wach am Morgen und ja, sie hat Kaffee vorbereitet, war schon am Strand und ich habe mir nochmals die Bilder von gestern angeschaut von der Tour und ich muss einfach sagen, also diese Tour, es war ja unsere erste Tour so auf einem Boot und ja, das war schon unglaublich schön, aber vor allem hat mir gefallen, dass wir halt wirklich so auf Entdeckungstour waren. Also es ist nicht so, dass wir wussten, okay, da und da sind diese Tiere, sondern ja, man hält die ganze Zeit die Augen offen, schaut, wo man was entdecken kann. Und wir haben ja so viele Tiere gesehen und das war richtig schön. Auch mit der Crew. Richtig viel Spaß gemacht. Ja, heute geht es für uns aber wieder zurück nach La Paz. Wir waren ja letzte Woche in La Paz, sind wieder nach La Ventana gefahren und ja, ein ganzes Hin und Her, also aber wie gesagt, wir fahren heute nach La Paz und was wir da machen, seht ihr gleich. So, wir sind an unserem Ziel für heute angekommen. Roberto fährt jetzt noch rückwärts rein, denn wir werden hoffentlich, naja, wahrscheinlich nicht fertig, aber wir bewegen uns vorwärts mit einer Sache, die wir vor ein paar Wochen schon angerissen hatten. Wir waren vor ein paar Wochen hier nämlich bei einer Werkstatt, wo sie schweißen. Da wollen wir einige Dinge machen lassen und heute sollen wir wenigstens den Korb für unser Ersatzrad fertig kriegen. In der Zwischenzeit haben wir noch ein anderes Projekt mit ihm ausgedacht, aber dazu dann später mehr. Wir wollen erstmal das hier heute fertig kriegen. Man sieht hier, wo er geschweißt hat, um das Ganze zu verbreitern. Und diese Stange hier war vorher gerade und jetzt wurde sie so gebogen, dass der Reifen hier schön reinpasst. Sollte. Ich glaube, könnte passen. Sehr gut. Er meinte, wir müssen hier noch die Minuspole abhängen, wenn er schweißt. Keine Ahnung wieso, aber wir machen es jetzt mal einfach. Das war der Pluspol, ich weiß. Aber ich nehme gleich beides weg. Immerhin soll man auch zuerst den Plus abhängen, kann das sein? Genau. Und er meinte, wir sollten auch die Solarpanels abhängen. Darum ist Roberto jetzt da oben und ja, löst einfach die Verbindung der Kabel. Das ist so irgendwie das Schnellste, was wir so hinkriegen. Geht gleich los hier. Ein bisschen komplizierter als gedacht. Aber Das ist eigentlich immer so, oder? ja, ich glaube, keiner hat da schon die entsprechende Lösung parat. Hoffe ich mal. Auf jeden Fall rennt er hin und her. Ach, diese Werkstatttage, Stunden, das ist immer so aufregend. Man weiß nicht, wie es rauskommt. Eigentlich hat man schon Vertrauen, aber dann gibt es doch diese kleine Ungewissheit. Und, aber wenn das klappt, dann glaube ich, erleichtert uns das sehr vieles. Aber bald geht die Sonne auch unter, oder? Ja. So lange dauert es nicht mehr.
hoffe, wir werden heute fertig. Er meinte erst eine Stunde. Etwa. Wie lange sind wir hier? Eine Stunde. Eine Stunde. Das Ding ist noch nicht dran. Ja. Wir sollten ja eigentlich auch schon letzte Woche hier sein und das machen, aber es gab halt auch wieder Verzögerungen und ja, wie das halt so ist. Aber darauf sind wir eingestellt und damit muss man einfach rechnen und dann ist es auch okay. Ja, soweit sieht alles gut aus. Er schweißt jetzt noch alles richtig schön zusammen. Ja, und dann sollte soweit alles okay sein. Es wird eh schon dunkel. Es wird eh schon dunkel. Ja, deshalb, ich glaube, wir sehen uns morgen und dann zeigen wir euch das Resultat. Wir sind mittlerweile zu unserem Hausstand zurückgefahren. Ja, wir haben hier schon so viel Zeit verbracht, aber es ist halt richtig schön hier. Und eigentlich wollten wir euch noch kurz zeigen, was wir unter dem Fahrzeug gemacht haben. Das letzte Mal, als wir beim Schweißer waren, wurde es einfach zu dunkel und dann konnten wir nichts mehr aufnehmen. Ja, der Korb, der wurde entsprechend angepasst an unsere 16 Zoll Felgen und an die entsprechende Verreifung. Und zusätzlich hat noch Jaime hier an diesem Tritt auch noch was gemacht. Der hing ja immer ein bisschen tief runter. Der hat jetzt hier an der Seite noch was geschweißt und ja, soweit passt alles. Also wir sind mit der Arbeit sehr zufrieden und wir haben noch ein kleines Projekt, was wir mit ihm machen werden. Aber ja, das wird sich wahrscheinlich noch ein paar Tage hinzögern. Aber jetzt muss ich noch kurz weitergehen, denn ich habe noch einen Termin mit den Neuland Stories, denn wir nehmen heute eine Folge Podcast auf. Und du bist auch dabei? Yay! Hola! Ah, hallo! Schön, dich mal kennenzulernen. Gut. Auf gar keinen Fall. Ja, okay. Das klingt aber unsexy. Und während Roberto bei den Neulands hier im Van ist und beim Podcast mitmachen darf, mega cool, ein Hinweis an euch. Hört unbedingt in den Podcast Zweimal um die Welt rein. Ihr findet den auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Es gibt also keine Ausrede. Die Folge, die Sie jetzt gerade aufnehmen, wird wahrscheinlich noch nicht online sein, wenn dieses Video online geht. Aber ich durfte auch schon mal zu Gast sein bei einer Folge. Folge 7 war das. Würde mich freuen, wenn ihr da reinhört und uns ganz in Neuland-Manier ein Podcast oder ein Mikrofon-Emoji in die Kommentare stellt. Wir übernehmen das jetzt einfach mal, aber hört unbedingt auch in die anderen Folgen rein. Es ist wirklich sehr unterhaltsam, den beiden und auch den Zweien von den Neuland-Pionieren zuzuhören. Die machen den Podcast nämlich eigentlich zu viert. Und ja, ich würde sagen, damit beende ich jetzt dieses Video. Nächste Woche geht es hoffentlich weiter, denn eigentlich wollten wir ja diese Woche schon die Bacher verlassen, aber dazu später mehr. Wir haben ja noch ein Projekt, das wir fertig kriegen müssen, das haben wir vorhin kurz erwähnt. Dazu gibt es jetzt mehr im nächsten Video. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei und wir freuen uns auf euch. Hasta luego! Someone is not superstitious. Ich glaube... Ja, wir wollten euch noch... Für Podcasts erhältlich oder einsehbar, einhörbar. Ach Gott.